Hi, ich bin Kathi von Creative Mom und heute zeige ich dir, wie du die Bindebluse von Danny nachnähen kannst. Bist du neu auf meinem Kanal? Dann würde ich mich ganz besonders über ein Abo von dir freuen. Bevor ich euch heute zeige, wie ich diese Bluse genäht habe, möchte ich etwas näher auf Dannys Schnittmuster eingehen. Viele Mädels haben mich angeschrieben und gemeint, dass sie Schwierigkeiten haben, seine Schnittmuster zu verstehen. Auf den meisten Schnittmustern, die man kauft oder kostenlos irgendwo herbekommt, sind verschiedene Hinweise abgebildet. Das ist die Rückenpasse. Es steht auf jedem Teil auch immer drauf, was es ist. Hier ist der Fadenlauf abgebildet, den erkennt ihr an diesem Pfeil, der nach oben und unten zeigt. Hier ist ein doppelter Kreis abgebildet. Dieser bedeutet, dass das Schnittmuster im Bruch zugeschnitten werden kann. Das heißt, man kann diese Rückenpasse zusammenklappen und an die gefaltete Stoffkante legen und ausschneiden. Dann ist dieser Strich hier abgebildet. Den gleichen findet ihr auch am Kragen. Das bedeutet, wenn der Kragen an die Bluse genäht wird, müssen diese Linien aufeinandertreffen. Am besten macht ihr an diesen Stellen im Stoff kleine Einschnitte. Die gestrichelte Linie zeigt euch, wo ihr später die Nähte absteppen müsst. An das Rückenteil wird die Passe später so draufgelegt und festgenäht. Das Rückenteil kann ebenfalls im Bruch zugeschnitten werden. Auf der rechten Seite seht ihr die Bezeichnung des Schnittmusters. Unten ist eine Nahtzugabe von 7 mm. Diese wird versäubert und einmal umgeklappt und mit einem Abstand von 5 mm abgestimmt. Beim Ärmel wird es ein bisschen komplizierter. Das F steht für vorne und das B steht für hinten. Die Linien müssen später mit den Linien beim Armausschnitt übereinstimmen. Beim Ärmel und auch bei den Seitennähten ist wieder eine Nahtzugabe von 7 mm. Orientiert euch da am besten am Schnittmuster. Hier seht ihr unterschiedliche Werte, 1 cm und 1,3 cm und den Hinweis, dass diese gefaltet werden müssen. Ich zeige es am besten an meiner Probebluse. Der Saum wird einfach zweimal umgeklappt und festgenäht. Zuerst klappt man 1 cm um und dann noch einmal die 1,3 cm. Und wenn es umgeklappt ist, wird noch einmal eine Steppnaht gelegt. Also noch einmal 1 cm, dann 1,3 cm und dann unten absteppen. Fertig! Weiter sieht man auf dem Schnittmuster, dass noch 2 Falten gelegt werden müssen. Hier seht ihr, wie die Falte fertig aussieht. Ich zeige euch, wie das gemacht wird. Die linke und die rechte äußere Linie wird aufeinander gelegt und dann umgefaltet. Das gleiche wird auch unten und auf der anderen Seite gemacht. Das wäre dann erstmal alles, was man über den Ärmel wissen muss. Dann kommen wir zum Kragen. Hier ist nicht wirklich viel zu sagen. Die Linien müssten auf den Stoff übertragen werden. Diese treffen dann später beim Halsausschnitt genau aufeinander. Dann die Mittellinie, die kann man auch gleich markieren. Der Kragen wird als komplettes Teil ausgeschnitten. Dann wird das so zusammengefaltet. Und diese Seiten werden zusammengenäht. Zum Schluss wird hier nochmal ordentlich abgesteppt. Ich muss sagen, ich habe bei meinem Probestück diese mittlere Steppnaht vergessen und wie ihr seht, fällt das eigentlich auch kaum auf. Also wenn das Kleidungsstück angezogen ist und der Kragen umgelegt ist, merkt man das gar nicht. Nun kommt das Vorderteil. Das Vorderteil besteht aus 2 Teilen, einmal die Seiten und einmal das Bindestück. Und so wie ich das gerade hingelegt habe, sieht man, dass diese Linien beim Zusammennähen aufeinandertreffen müssen. Von dem Bindestück
müssen insgesamt 4 Teile ausgeschnitten werden. Zum Schluss wird dieses Bindestück rundherum abgesteppt. Hier muss man auch noch auf die Nahtzugabe achten, denn es sind einmal 7 mm und einmal 5 mm. Hier auch noch einmal den Fadenlauf beachten, dass zum Schluss der Stoff richtig zugeschnitten wird. Von diesem Teil werden 2 Stücke zugeschnitten. Die Nahtzugabe beträgt 7 mm, wie auch auf dem Rückenteil, denn diese 2 Teile werden später so zusammengenäht und versäubert. Das war die kurze Erklärung, wie dieses Schnittmuster zusammengenäht wird, und nun zeige ich euch, wie ich das in der Praxis gemacht habe. Ich beginne zuerst mit dem Rückenteil. Ich nehme mir die Rückenpasse und markiere die Mitte. Dann markiere ich die Mitte auch an dem unteren Rückenteil. Die Rückenpasse lege ich auf das Rückenteil rechts auf rechts und stecke beides zusammen. Ich nähe das Ganze mit 7 mm Abstand zum Rand zusammen und versäubere anschließend die Kanten. Die Nahtzugabe bügle ich nach oben. Und jetzt wird von der rechten Seite die Nahtzugabe festgesteppt. Es geht weiter mit dem Vorderteil. Dieses wird so auf das Rückenteil gelegt und festgenäht. Also, ich lege das Vorderteil mit der rechten Seite auf das Rückenteil und stecke es fest. Anschließend werde ich das mit 7 mm Abstand zusammennähen und versäubern. Ich habe beide Teile zusammengenäht und die Kanten gleich versäubert und werde die Nahtzugabe zum Rückenteil bügeln und knappkantig absteppen. Die Nahtzugabe habe ich an der Rückenseite abgesteppt und den überstehenden Stoff am Armausschnitt begradigt. Nun geht es weiter mit den Ärmeln. Ich habe zuerst die Seite, die zum Vorderteil geht, mit einer Stecknadel markiert und die Markierungen für die Schulternaht auf den Stoff übertragen. Dann habe ich das Schnittmuster an den Ärmel gelegt und an dieser und dieser Stelle kleine Knipser in den Stoff eingeschnitten. Außerdem habe ich unten 1 cm Flieseline drauf gebügelt. Hier habe ich das leider auf die falsche Seite gebügelt, das hätte man oben drauf machen müssen. Das ist kein Muss, das steht auch nicht im Schnittmuster drin, das habe ich gemacht, um einfach mehr Stabilität unten zu bekommen. Ich habe hier die erste Bluse aus einem sehr leichten Stoff genäht, der sich verzogen hätte, deswegen habe ich am Ärmel und am Kragen Flieseline aufgebügelt. Nun muss der Ärmelsaum umgeklappt und gebügelt werden. Die Ärmel lege ich mit der rechten Seite vor mich hin, klappe 1 cm nach oben um und wenn du dir das Schnittmuster zur Hand nimmst, siehst du, dass diese Außenkanten exakt aufeinandertreffen. Die Kante bügle ich an beiden Ärmeln flach und klappe anschließend nochmal 1,3 cm um und bügel noch einmal ordentlich drüber. Nachdem ich den Saum dann zweimal umgeklappt und umgebügelt habe,
werde ich die untere Kante, wie im Schnittmuster angegeben ist, absteppen. Ich zeige nun, wie ich die Falten am Ärmel gelegt habe. Zuerst lege ich die Knipser aufeinander und klappe den Stoff nach links, so dass nach unten hin eine Falte entsteht. Das Ganze fixiere ich mir mit einer Nadel. Unten wiederhole ich das, die Knipser werden aufeinander gelegt, der Stoff nach links gefaltet und mit einer Nadel fixiert. Auf der anderen Seite mache ich das genauso, nur wird dieses Mal der Stoff nach rechts gelegt. Mit der Nähmaschine fixiere ich die Falten. Die Falten sind fixiert und können jetzt nicht mehr verrutschen. Die Ärmel sind soweit vorbereitet und können in den Armausschnitt eingesetzt werden. Hier musst du darauf achten, dass du die Ärmel mit der richtigen Seite einsetzt. Vorderteil zum Vorderteil und Rückenteil zum Rückenteil. Ich markiere mir die Mitte am Ärmel, indem ich den Ärmel aufeinander lege, zusammenfalte und somit die Mitte ermittelt habe. Den Ärmel lege ich mit der rechten Seite auf den Armausschnitt und fixiere die Mitte. Dann gehe ich über zu den Seiten und fixiere auch diese. Der Ärmel passt noch nicht ganz in den Armausschnitt und hier helfe ich mir nach, indem ich kleine Knipser reinschneide und der Stoff sich dadurch dann besser verteilen lässt. Mit einem geraden Stich und einem Abstand von 7 mm zur Kante nähe ich die Ärmel fest. Hier ist wichtig, dass du langsam nähst und den darunterliegenden Stoff immer wieder korrigierst, damit du keine Falten einnähst. Nachdem beide Ärmel festgenäht sind, versäubere ich die Kante mit einem Overlockstich. Ja, ich habe hier eine Falte reingenäht, kontrolliert es, bevor ihr weiternäht, das ist kein Problem, das kann man schnell korrigieren. Hier ist alles okay. Nun brauche ich nochmal das Rückenteil und hier seht ihr, dass die Nahtzugabe zum Rücken bzw. Vorderteil geklappt werden muss und dann von der Rückenvorderteilsseite abgesteppt wird. Ich werde das Ganze ein bisschen in Form bügeln, dass die Naht sich besser legt bzw. die ganzen Kanten rausgeformt sind und steppe es dann knappkantig ab. Und hier an dieser Stelle wird mir immer wieder bewusst, ich muss mir unbedingt so ein Bügelei oder Bügelkissen nennt man die, glaube ich, zulegen, damit die besser in diese ganzen Rundungen reinkommen, weil so auf dem flachen Tisch ist es ein bisschen schwierig. Die Ärmel habe ich abgesteppt.
Jetzt kann man das Vorderteil auf das Rückenteil klappen, um gleich die Seiten zu schließen. Bevor ich den Ärmel zusammenstecke, muss dieser kleine überstehende Stoff nicht abgeschnitten werden, sondern so zusammengelegt werden, dass er bündig an der Kante abschließt. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite und wiederhole es auch beim anderen Ärmel. Und jetzt erst lege ich die Achselnähte aufeinander und stecke die Seitennaht einmal zusammen. Beim Ärmelsaum sollte man darauf achten, dass alles bündig abschließt. Die Seitennaht habe ich geschlossen und die Nahtzugabe beim Ärmelsaum habe ich mit der Hand Richtung Rückenteil festgenäht. Gleichzeitig habe ich die untere Kante der Bluse mit einem Fake Overlock Stich versäubert. Jetzt geht es weiter mit dem Vorderteil. Hier nehme ich eins der Seitenteile und gucke, dass ich das Richtige erwische, lege es mit der rechten Seite auf das Vorderteil und schaue, dass die Knipser genau aufeinander treffen. Dann stecke ich zuerst oben die Kanten zusammen. Dann gehe ich weiter und stecke die untere Kante zusammen. Damit die Stoffe wieder gut aufeinander passen, mache ich kleine Einschnitte in die Rundung, verteile den Stoff gleichmäßig und stecke alles zusammen. Ich nähe mit einem geraden Stich und einem Abstand von 7 mm zur Kante die Teile zusammen. So, beide Laschen nenne ich das jetzt mal, weil ich nicht genau weiß, wie die Teile heißen. Habe ich festgenäht und werde jetzt die Nahtzugabe Richtung Lasche bügeln, damit sie schön flach ist und die Kanten ausgeformt sind. Jetzt lege ich das Gegenstück mit der rechten Seite aufeinander und stecke es einmal rundherum fest.
Beim Zusammennähen müsst ihr genau auf die Nahtzugabe drauf achten, denn von 7 mm geht es über in 5 mm. Die Laschen habe ich festgenäht und schneide an den Spitzen ein bisschen die Nahtzugabe zurecht. Achte darauf, nicht zu viel abzuschneiden. Ich habe leider bei dem einen Ticken zu viel abgeschnitten und beim Wenden ist es leicht eingerissen. Mit einem stumpfen Gegenstand wende ich vorsichtig die Laschen. Mit dem Bügeleisen gehe ich nochmal ordentlich drüber und forme dabei die ganzen Kanten aus und lege die Nahtzugabe in die richtige Richtung. Die Kante der Lasche muss um 7 mm umgeklappt werden. Ich lege sie um die erste Nahtzugabe und stecke das Ganze dann fest. Hier verschwinde ich leider kurz aus dem Bild. Ich korrigiere mich gleich. Als nächstes bügele ich die Kante unten 7 mm um. Der untere Saum wird im Abstand von 5 mm zum Rand abgesteppt. Hier müsst ihr darauf achten, die Lasche, die hat eine andere Nahtzugabe wie das Rücken- bzw. Vorderteil. Ich werde zuerst das Rückenteil absteppen und da steche ich genau mit der Nadel zwischen der Lasche und dem Rücken- bzw. Vorderteil ein. Und ich stoppe meine Nadel exakt in dieser Naht. Jetzt steppe ich die Lasche mit einem geringeren Abstand rundherum ab. So schauen nun die Laschen aus. Es ist alles abgesteppt, alles ist ordentlich und sauber. Nun geht es weiter mit dem Kragen. Den Kragen habe ich noch mit Flieseline versteckt, was überhaupt nicht notwendig ist und auch im Schnittmuster nicht vorgesehen ist. Nun klappe ich mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Seiten zusammen, bügele nochmal die obere Kante. Dann klappe ich von einer Seite 7 mm um und bügele sie.
Ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass ich absolut nicht gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr im Bild bin und ihr absolut gar nicht sehen könnt, was ich hier eigentlich zeige. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem nachvollziehen und genauso nachbügeln. Nachdem ich die Seiten zusammengenäht habe, schneide ich ein paar Millimeter der Nahtzugabe weg. Danach wende ich den Kragen auf die rechte Seite und forme die Spitzen aus. Den Kragen klappe ich zusammen und stecke die Mitte fest. Jetzt lege ich den Kragen mit der rechten Seite mittig auf das Oberteil und fixiere ihn. Dann gehe ich an die Außenkante, forme mir die Kante vom Kragen noch ein bisschen aus, lege sie direkt an und stecke sie fest. Sobald ich den Kragen komplett an den Halsausschnitt festgesteckt habe, werde ich ihn mit 7 mm Abstand und einem geraden Stich festnähen. Bevor ich jetzt weitermache, kontrolliere ich, ob ich irgendwelche Falten eingenäht habe. In diesem Fall waren keine Falten da. Jetzt klappe ich die vorher gebügelte Kante nach innen um und stecke sie mir rundherum fest. Um an den Ecken ein bisschen die Dicke zu reduzieren, schneide ich etwas von der Nahtzugabe weg. Den Kragen habe ich noch mit ein paar Handstichen fixiert und werde ihn jetzt einmal rundherum absteppen und dann noch diesen Bogen. Achte beim Kragen drauf, dass die Bluse mit der Innenseite zu dir schaut.
Die Bluse ist soweit fertig. Ich werde jetzt noch einmal den Kragen bügeln, in der Hälfte zusammenlegen und noch einmal die Bruchkante gut bügeln. Meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Danny hat uns viele tolle kostenlose Schnittmuster geschenkt und ich bin so froh, diese nähen zu dürfen. Verlinkt mich auf Instagram, teilt dieses Video und vor allem näht fleißig farbenfrohe Blusen für eure Smart Dolls. Und ich schneide mal den nächsten Stoff zu, hole meine Maschine raus, stelle die Kamera auf und werde für euch das nächste Video aufnehmen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye bye!